Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode unserer Motorradreise durch Marokko. Heute fahren wir von Erfoud über den Oasenort Rizani mit seinen traditionellen Lehmhäusern und einer großen Kasbah. Weiter führt uns die Route nach Merzouga im Grenzgebiet nach Algerien am Rande des Erchebi, einer Dünenlandschaft mit bis zu 150 Meter hohen Sanddünen. Im Basishotel wechseln wir vom Motorrad auf wüstentaugliche Fortbewegungsmittel und verbringen dann die Nacht in einem Wüstencamp. Am nächsten Morgen treffen wir uns mit Teilnehmerinnen der berühmten Relais Aicha de Gazelle beim Frühstück. Die Französinnen wollen heute auch in die Wüste fahren. Die Relais wurde übrigens 1990 gegründet und es dürfen weltweit nur Frauen im Alter zwischen 18 und 71 Jahren mit Geländefahrzeugen und Quads teilnehmen. In der marokkanischen Wüste muss jedoch ohne GPS-Navigation, also nur mit Karte und Kompass, das definierte Ziel erreicht werden, wobei die Geschwindigkeit dabei keine Rolle spielt. Was das bedeutet, erleben wir erst später in der Wüste. Wir packen unsere 7 Sachen und los geht's. Bevor die Rallye-Teilnehmer alle die einzige offene Tankstelle in Erfoud aufsuchen, legen wir schnell noch einen Tankstopp ein. Kurz nach Erfoud auf dem Weg in das Oasendorf Rizani wandelt sich die Steinwüste so langsam in eine Sandwüste. Wir wollen auf dem Weg nach Merzouga noch einige alte Kasbahs aufsuchen. Immer wieder begegnen uns motorisierte Dreiräder auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe es schon oft bemerkt, uns begegnen überall freundliche Menschen und viele Kinder, die uns winken und dazu motivieren wollen, die Motoren einmal aufheulen zu lassen. Eine geschenkte Abwechslung in ihrem trüben Alltag. Wir rasten mit dem Blick auf eine alte Moschee und tauschen uns interessiert mit den herbeieilenden Jugendlichen über unsere Fortbewegungsmittel aus. Es geht wieder weiter, denn schließlich wollen wir heute noch in die Wüste kommen. Zunächst fahren wir von Tinigras über die südlichen Dörfer der Oase von Rizani bis zum Stadtrand, wo wir eine alte, verlassene Kasbah besuchen, die zum Fotografieren einlädt. Unser Tourguide macht uns auf die traditionell gemauerten Stadttore aufmerksam. Sofort werden wir von neugierigen Kindern umlagert. Es ist schade, dass wir nicht Arabisch sprechen und auch genug Süßigkeiten dabei haben. Wir sind jetzt schon öfters an diese Dörfer vorbeigekommen und typisch ist, sie sind irgendwie ummauert mit einem Haupteingang. Habt ihr bestimmt schon gesehen, oder? Wir lassen die sehr große Kasbah links liegen und folgen unserem Tourguide zu einer interessanteren Kasbah, die leider ihrem Verfall preisgegeben ist.
wie sich herausstellt, ein idealer Spielplatz für alle Kinder. Und für uns ist die verlassene, traditionell aus Lehm gebaute Kasbah ein tolles Fotomotiv. Die Luftfeuchtigkeit ist kaum wahrnehmbar und die Sonne brennt auf den Motorradhelm. Wir nehmen jede sich bietende Gelegenheit wahr, um Schatten für Mensch und Maschine aufzusuchen und auch etwas zu trinken. Die Fußballspielenden Kinder sind misstrauisch und fragen sich, was die Fremden mit ihren Motorrädern hier nur suchen. Wir sind mindestens genauso neugierig und erkunden das faszinierende Gebäude und schießen jede Menge Fotos, bevor es dann wieder weitergeht. Unser Tourguide gibt das Signal zum Aufbrechen. Über einen der vielen Plätze von Risani fahren wir auf die südlich gelegene Straße N13 in Richtung Merzouga. Außenstehende könnten der Meinung sein, dass diese fast gerade Straße für Motorradfahrer langweilig ist. Ich muss euch allerdings sagen, dass gerade solche Straßen auch ihren Reiz haben, da man sich vollkommen entspannt auf die Steinwüstenflächen und die in weiter Ferne schon ersichtlichen rot-goldenen Sandberge konzentrieren kann. Wir verlassen nun die N13 und fahren auf der R702 über Hassi-Labid nach Merzouga. Hier haben wir schon einen ersten tollen Blick auf die Dünenlandschaft Erg-Shebi. Bevor wir unser Basishotel aufsuchen, wollen wir mit den Motorrädern die Wüste selbst erleben. Mein Motorrad hat keine Stollenreifen. Wohl wissend, dass ich nicht alleine bin, probiere ich aus, wie weit ich mit meiner GS komme. Nicht nur die Berber lachen mich aus, ich habe den Verdacht, dass auch Kamele lachen können. Ohne fremde Hilfe würde ich heute noch versuchen, die GS wieder flott zu machen. Nochmals vielen Dank an alle Unterstützer. Weit bin ich ja nicht gekommen, aber zum Schwitzen hat uns diese Aktion trotzdem gebracht.
Es wird nun Zeit, das Hotel aufzusuchen, denn dort gibt es ja auch einen Pool. Wir werden heute Nacht nicht im Hotel, sondern in einem Wüstencamp mitten in der Wüste übernachten. Nach meiner Aktion traut sich der Tourguide allerdings nicht mit uns mit dem Motorrad über hohe Sanddünen zu fahren. Das würde bestimmt Wochen dauern, bis wir auch angekommen sind. Wir haben die Wahl zwischen einem Wüstenschiff und einem Geländefahrzeug. Die einen bevorzugen das Kamel und die anderen den Land Rover. Spaß macht beides. Jella. Ich bin das erste Mal in der Wüste. Es ist faszinierend, wie sich fast minütlich die Farben ändern und es herrscht eine absolute Ruhe, die sehr meditativ wirkt. Ich weiß jetzt schon, dass die Wüste mich verzaubert hat. In der Reisebeschreibung heißt es: Übernachtung in einem komfortablen Wüstencamp. Als erfahrener Camper habe ich mit allem gerechnet, aber nicht mit festen Betten, einer warmen Dusche und Keramiktoiletten mit Spülung. Und das Wichtigste, Kaltgetränke und ein tolles Abendessen bei Folkloremusik. Das Wort Camp wird dem Luxus nicht gerecht. Leider zieht ein Sandsturm auf, der uns in der Nacht den Sternenhimmel eintrübt. Wir genießen dennoch die Zeit beim Lagerfeuer und tanzen nach den Trommeln der Berber in die Nacht.
Das war die Episode von Erfurt nach Merzouga. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dann würde ich mich auch über einen Like freuen und lasst ein kostenloses Abo da, damit ihr nicht die nächsten Reiseberichte mit dem Motorrad verpasst. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.